Das ist das Thema, was mir gegeben wurde. Warum? Weil ich schon relativ lange mit Anakonden arbeite. Ich habe also auch zu der Zeit angefangen, wo wir den Auspuffschlauch noch aus dem Fenster rausgehängt haben. Das kann sich heute keiner mehr vorstellen, aber es gab auch darunter keine Vollnarkosen unter dem Personal. Ein paar Worte zum Thema Sedierung wollte ich verlieren. Also was ist die klinische Bedeutung von Sedierung, zu viel Sedierung, zu wenig Sedierung, gibt es das überhaupt? Dann möchte ich ein paar Worte über die Diagnostik von Sedierung beziehungsweise von Sedierung und Delir verlieren, weil ich nämlich hier einen riesen Vorteil für die Anaconda sehe. Und natürlich als drittes, welche Vorteile bietet die Anaconda im Rahmen der Intensivtherapie. Sie sehen hier auf der rechten Seite einen Patienten, der im Herzen operiert worden ist. Geplant war, wie immer in der Herzchirurgie, dass der Patient eine Nacht auf Intensivstation verbringt und wenn Sie am nächsten Morgen aufwachen, können Sie wieder Golf spielen. Ja? Und das hat hier nicht ganz geklappt. Der Patient hat 3 Tage gebraucht, bis er extubiert werden konnte. Warum? Weil er agitiert war, gegen den Tubus gearbeitet hat. Als der Tubus dann endlich draußen war, war die Neurologie auch nicht wesentlich besser. Es endete an einer Reintubation 36 Tage später. Es folgte dann eine Pneumonie. Ich tippe darauf, dass er vor sich hin aspiriert hat in der Phase, wo er extubiert war. Jedenfalls hatte er dann eine Pneumonie und Sie sehen hier am 12. postoperativen Tag auf der Intermediate Care Station der Universitätsklinik Bonn. Und mich hat dieses Foto, also dieses Stilleben, Intensivmedizin ist ja auch Kunst. Sie wissen das, ne? Das ist Kunst hier, das ist ein Stilleben. Hier sitzt der Patient, da kommt eine Visite rein, der eine Arzt zückt eine Kamera, macht ein Foto, das macht sogar ein Geräusch und der Patient guckt an mir vorbei. Darum können Sie hier auch die Augen sehen, weil der Patient an mir vorbeiguckt. Das ist untypisch für einen Menschen. Normalerweise würde man darauf achten, wenn sich in der Umgebung etwas verändert. Hier hat sich etwas verändert für diesen Patienten und es dürfte auch komisch gewesen sein, trotzdem guckt er nicht hin. Der Mann hat eine erworbene Aufmerksamkeitsstörung. Das ist wichtig für den weiteren Verlauf dieses Patienten, der immerhin 10 Tage sediert worden ist. Und Sie sehen auf diesem Foto noch etwas, und das ist das hier. Die vorderen Reihen werden es sehen. Das ist die Morgenmedikation. Ja, das Essen ist weg, die Pillen liegen noch da. Das ist nicht gut, denn hier ist ein Beta-Blocker dabei, ein Lipidsenker, ASS und wahrscheinlich ein ACE-Hämmer. Das braucht er alles, wenn man am Herzen operiert worden ist und das erkennt er nicht mehr. Also die akute Aufmerksamkeitsstörung führt auch dazu, dass der Patient nicht mehr alles von dem tut, was er besser tun sollte. Er möchte gar nicht wissen, wohin seine akute Aufmerksamkeitsstörung noch führt, aber wir wissen, dass Patienten, die ein Delir haben auf Intensivstation, eine geringere Überlebenswahrscheinlichkeit haben und da wird die Sache ernst. Ja, da müssen wir uns drum kümmern und da spielt die Anaconda, glaube ich, in zunehmendem Maße eine interessante Rolle. Hier ist nochmal die Morgenmedikation für die hinteren Reihen. Was sind die Risikofaktoren für ein Delir nach herzchirurgischer Operation? Das gilt natürlich nicht nur für die Herzchirurgie, sondern für alle Patienten des höheren Alters, präoperativer kognitiver Einschränkungen und so weiter. Die Risikofaktoren für das Delir in der Herzchirurgie ist das steigende Alter. Die Rate der Nebenerkrankungen, der hier in einem sogenannten Charlson Comorbidity Index ausgedrückt wird, aber Sie können sehen, je mehr Nebenerkrankungen der Patient hat, die Patientin hat, desto höher ist das Risiko für ein Delir. Und wichtig, ein schlechter Mini-Mental-Test, das sehen Sie hier. Der Mini-Mental-Test misst präoperativ beim Patienten vor der Operation. Wenn Sie ihn dann durchführen, dauert 20 Minuten, Sie brauchen absolute Ruhe dafür, das können Sie also im Klinikalltag gar nicht machen, aber im Forschungssetting haben wir es natürlich gemacht. Ein schlechter Mini-Mental-Test ist der stärkste Risikofaktor für ein postoperatives Delir und Sie sehen es den Patienten nicht an. Sie können es auch nicht erfragen, indem Sie die Ehepartner fragen, die wissen es häufig nicht. Ja, denn sie wohnen schon lange zusammen und man gewöhnt sich an vieles. Hier für die Herzchirurgie noch die Länge des kardiopulmonalen Bypasses. Hier auch in dieser Studie über 200 Patienten gewesen, haben wir gesehen, dass die Patienten mit Delir eine wesentlich niedrigere Überlebenswahrscheinlichkeit haben, das steht hier, als die Patienten, die kein Delir hatten. Natürlich sterben in der Herzchirurgie Patienten auch ohne, dass sie ein Delir hatten, das ist ja klar. Es sind schließlich am Herzen operiert worden hier. Aber die Patienten, die ein Delir hatten, haben eine signifikant höhere Sterblichkeit, obwohl es elektive operative Chirurgie war. Ein weiteres Wort dazu zu der Bedeutung des Delirs auf Intensivstationen, und das hängt halt mit der Sedierung zusammen, ist hier auf der Y-Achse wieder der Mini-Mental-Test aufgetragen, der maximal 30 Punkte bringt. Wenn Sie in die Herzchirurgie kommen, dann haben Sie so 27,5 Punkte. Das ist interessant, die Arbeit hier ist aus den USA. 27,5 Punkte ist exakt der Mittelwert, den auch wir in Bonn in unserer Arbeit hatten. Und wenn Sie die Patienten am zweiten postoperativen Tag untersuchen, dann sehen Sie, dass die Kognition dieser Patienten auf Werte um 25 eingeknickt ist. Das ist nicht so schlimm.
erholt sich auch hier zum 5. postoperativen Tag und da bleiben die Patienten auch. Hier unten ist ein halbes Jahr nach OP und ein ganzes Jahr nach OP. Das betrifft aber nur die Patienten, die kein Delir hatten. Die eins hatten, knicken mit der Kognition auf Werte um die 20 ein und die erholen sich auch nur langsam. Und was Sie hier sehen auf dem Dia, und dann gefällt mir das so gut, ist eine Dosis-Wirkungsbeziehung. Dosis-Wirkungsbeziehung in der biologischen Forschung ist ein ganz wichtiger Hinweis darauf, dass Sie hier wirklich nicht einfach Fahrkarten gemessen haben, sondern dass ein biologisches Prinzip zugrunde liegt. Und Sie sehen nämlich hier, das ist die Kurve derer, die nur 1 bis 2 Tage Delir hatten, aber die 3 und mehr Tage Delir hatten, klicken mit der Kognition auf Werte um die 15 ein. Die erholen sich auch im ersten Monat nur schlecht, das sind schlechte Werte hier, und die erholen sich, wenn man sie aufs Ganze betrachtet, auch nach einem Jahr nicht mehr. Und wenn Sie an den Patienten denken, den Sie eben gerade gesehen haben, das sind die Patienten, wo die Angehörigen uns sagen, unser Vater hat sich von der Narkose nie mehr richtig erholt. Ne, das kennen Sie. Ne? Das hören wir leider oft. Diese Patienten hier um die 15, die haben jedenfalls ganz schlechte Karten, was ihre Kognition betrifft und damit ihre Alltagsfähigkeit. Das sind Leute, die nachher ins Pflegeheim müssen und so weiter und so fort. Und die auch wiederkommen, Sterne, Instabilität, MRSA und so weiter. Wenn Sie sich jetzt fragen, was bedeutet denn so ein Mini-Wendelwert von 20 oder schlechter, wenn Sie ein paar Tests gemacht haben und Patienten mit einem Mini-Wendelwert von 20 oder 15 kennengelernt haben, diesen Leuten würden Sie nicht Ihr Auto leihen. Denn entweder Sie würden es nicht wiederkriegen oder es sehe halt nachher anders aus. Also das ist eine ernstzunehmende, klinisch alltagsrelevante kognitive Einschränkung. Nun, was hat das Delir mit der Sedierung zu tun? Wir wissen schon länger, dass tiefe Sedierungen nicht so gut sind für die Kognition unserer Patienten. Eigentlich ahnen wir das schon lange, aber die Daten gibt es noch nicht so lange dazu. Sie sehen hier auf der Y-Achse aufgetragen die Intubationswahrscheinlichkeit. Damit ist gemeint, dass diese Kurve hier, das sind die Patienten, die tief sediert waren, eine höhere Intubationswahrscheinlichkeit hatten und dass die Patienten, die flach sediert waren, eine niedrige Intubationswahrscheinlichkeit hatten. Das heißt auf Deutsch, Patienten, die flach sediert sind früher extubiert. Da würden Sie jetzt sagen, na, das ist ja banal, Herr Günther, das Dia hätten Sie nicht mitbringen brauchen. Das stimmt natürlich auch. Ne? Aber Sie ahnen schon, dass da noch was kommt. Aber ich sage das schon länger über dieses Dia, aber ich habe jetzt tatsächlich mal eine Patientin kennengelernt, die wollte nicht extubiert werden. Die konnten sie fragen, da hat sie nö gesagt. Hat mit dem Kopf geschüttelt und lief den ganzen Tag RTL 2. Ich kriegte so Fantasien, wo es so zu Hause bei der Dame aussieht. Und dann irgendwann haben wir ihr mit der Aussicht auf Essen den Tubus entrissen. Ja? Das ist natürlich das interessante Dia. Jetzt kommt nämlich auf der Y-Achse die Überlebenswahrscheinlichkeit. Sie haben dieses Dia ähnlich vorhin schon mal gesehen, aber ich finde es so wichtig, dass ich das unbedingt nochmal zeigen muss. Jetzt sehen Sie hier die Überlebenswahrscheinlichkeit vom Patienten, also das ist jetzt hier die Überlebenswahrscheinlichkeit. Die Überlebenswahrscheinlichkeit ist deutlich höher bei den Patienten, die flach sediert waren, verglichen mit denen, die tief sediert waren. Das heißt, eine tiefe Sedierung macht eine höhere Sterblichkeit. Das ist statistisch signifikant, das ist eine gut gemachte Arbeit, die statistisch sehr gut kontrolliert wurde. Beide Gruppen sind exakt gleich, was die Krankheitsschwere und so weiter betrifft. Das müssen Sie ernst nehmen. Also heute nicht einfach mehr Patienten intubieren und mal durchbeatmen und sedieren. Ich darf das sagen, ich mache das auch regelmäßig. Ja? Falsch, möchte ich damit sagen. Und obwohl ich diese Dias zeige, muss ich auch regelmäßig, insbesondere von Pflegepersonal, von Dummheiten abgehalten werden. Das letzte Mal ist gerade 14 Tage her. Ich bin heilfroh, dass es Menschen gibt, die sagen, hey, einfach so intubieren, das machen wir doch nicht mehr, wie du selber immer sagst. Ne? Und obwohl ich sowas erzähle hier im Vortrag, mache ich selber manchmal, muss ich zurückgehalten werden. Ja, jeder tut, was er kann, ich bin halt Anästhesist. Wozu flache Sedierung? Jetzt habe ich eben gerade diesen Scherz gemacht, mit dem wollen sie überhaupt extubiert werden? Nö. Aber wenn die Patienten flach sediert sind, kann man sie in der Regel ja fragen, haben sie Schmerzen? Das ist ja auch interessant, wenn man mal sowas gefragt wird oder wenn man so einen Test macht, kooperiert. Aber auch dieser Patient hier er sitzt auf der Bettkante seit morgens um 4, weil da wird er immer renitent. Und ich bin dann gebeten worden, für nachts um 4 ist jetzt kein Witz, ein Sedativum aufzuschreiben, weil da wird er immer renitent. Und da bin ich hingegangen und habe zu ihm gesagt, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, Herr Meier, was ist bei Ihnen zu Hause morgens um 4? Wissen Sie es? Bäcker wäre eine Möglichkeit. Hier so Richtung Kloppenburg. Kühe melken, ganz genau. Ja. Das ist ein Landwirt, der hat den väterlichen Betrieb übernommen, seit seiner frühesten Kindheit muss der morgens um 4 Uhr raus die Kühe melken und das lässt er sich auf seine alten Tage nicht auf einer Intensivstation abgewöhnen. Wenn man ihn, das ist eine Uhr, die ist in ihm drin. Also sitzt er da, meckert die ganze Zeit, Sie sehen ja, wie er guckt, aber so war's.
Diese Patientin hier, das ist die ich intubieren wollte vor 14 Tagen, wo die Pflege gar nicht geantwortet hat, als ich gesagt habe, wollen wir nicht lieber intubieren. Ist tatsächlich also wirklich mit unglaublichen Maßnahmen über die Nacht gekommen, ist von mir also gerettet worden, aber sie ist Seitenliegerin. Sie kann nur so auf der Seite liegen, sie hat ja einmal die Hand hochgenommen, aber eigentlich hat sie beide Arme so, das ist nicht gut für Sternung, das weiß ich. Aber was wollen Sie machen? Wenn Sie jetzt jemanden intubieren und der liegt einfach platsch da und der hat 50 Jahre oder 60 Jahre seines Lebens nur auf der Seite gelegen, dann wird dieser Mensch sehr, sehr unangenehm eventuell. Und wir versuchen dann das mit tiefer Sedierung zu beatmen. Da kommen wir zu behandeln und müssen ihn dann auch beatmen. So kommen wir in einen Teufelskreis rein, aus dem man mit ein bisschen Nachdenken und etwas Zeit natürlich viel besser rauskommen würde, wenn man es dann so hinkriegt. Und die ist nie intubiert worden, jedenfalls nicht reintubiert worden. Dieser Patient hier kommt aus einem anderen Kulturkreis und meditiert jeden Morgen eine Stunde. Ja, als ich um die Ecke kam, das Bild ist nicht gestellt, habe ich zu dem Pfleger gesagt, wieso liegt denn der so? Hast du den so hingelegt? Und er sagte, nee, der ist eben nicht tief sediert, sondern flach sediert und der legt sich selber so hin, der braucht das. Und wenn Sie den anders hinlegen wollen, dann müssen Sie den dafür sedieren, das ist doch Quatsch. Also macht es Sinn, die Leute flacher zu sedieren. Und ich frage mich bei solchen Outcome-Studien immer, was heißt hier Outcome? Ne? Aber ich glaube, es sind so diese ganzen vielen Kleinigkeiten, die Sie hier sehen, die das Behandlungsergebnis unserer Patienten beeinflussen. Hier sehen Sie wie misst man Sedierung? Es ist immer schwer, agitierte Patienten zu zeigen. Da gibt es die Richmond Agitation Sedation Scale, von der haben Sie haben Sie schon zweimal gehört. So gehört sich das, das ist Leitlinie, die sollten Sie bitte anwenden regelmäßig, also eigentlich einmal pro Schicht, so steht es in der Leitlinie. Und positive Werte bei der Richmond Agitation Sedation Scale bezeichnet halt agitierte oder aggressive Patienten, so wie diesen hier zum Beispiel. Viele Leute glauben, dass man mit viel Übung aus diesem psychischen Erregungszustand oder aus einem Sediertheitszustand einen Delir herauslesen könnte. Das ist nicht so. Und auch hier mache ich im Vorbeigehen, obwohl ich das besser wissen müsste und solche Vorträge hier halte, manchmal falsch. Wenn Sie wissen wollen, ob der Patient ein Delir hat, dann müssen Sie dafür testen. Die Frage ist ja, kann man Herrn Sammer in 5 oder 10 Minuten sein Auto leihen? Stelle anheim, aber ich glaube nicht, dass er ein Delir hat. Ne? Wenn Sie wissen wollen, ob der Patient ein Delir hat, brauchen Sie dafür einen Test, die Confusion Assessment Method zum Beispiel für Intensivstationen. Es gibt auch andere. Diese ist aber Leitlinie. Und es gibt noch eine zweite in der Leitlinie, die ICDSC. Ich zeige immer gerne die. Gibt es auch einen Grund für, nämlich weil wir die selber validiert haben, wollte ich sagen. Sie müssen sich immer fragen bei agitierten Patienten, wenn Sie jetzt zum Beispiel so einen auf Station haben. Ja? Ist der nur agitiert oder hat der ein Delir? Wenn Sie das wissen wollen, müssen Sie es testen. Und dafür gibt es einen Test und das ist halt der. Das ist hier mein alter Chef aus Bonn, der eine Validierung halt mitgewirkt und der hatte immer selbstverständlich einen in der Kitteltasche. Er hat nie einen Kittel an, aber da ist eine Kämmer-ICU drin. Ne? So, jetzt zum Thema Sedierung wieder. Wir wissen jetzt seit ein paar Jahren, dass eine zu tiefe Sedierung in einer Vollnarkose, wenn man sie nicht monitort, tatsächlich zu unerwartet tiefen Sedierungen führt und dass das ein Delirrisikofaktor ist. Also auch ich bin gemonitort worden, ich hatte mal eine Weile rezidivierend Vollnarkosen, da haben wir den Narkotrend genommen, die Daten gelten nur für den Biss, aber es wird beim Narkotrend ähnlich sein. Ich hatte bei einer Einleitung, weil die Kollegen bei mir ganz sicher gehen wollten, dass die Leitungsmaske dicht ist, haben sie mir ordentlich Diso gespritzt, 300 habe ich nachher gesehen, ich habe das alles überprüft. Und ich hatte eine Nulllinie, ja? Hat mir nicht geschadet. Gibt eine neue Leitlinie, die ist niegelnagelneu, ich bin ja auch dafür da, Ihnen das Allerneueste zu zeigen, wenn ich schon mal hier bin. Und diese von der European Society of Anesthesiology und die empfiehlt das Monitoring der Tiefe der Anästhesie und sie empfiehlt natürlich ein Adequate Pain Assessment and Treatment und eine zügige Diagnose des postoperativen Delirs und beziehungsweise eine Differentialdiagnose. Denn wie ich eben gerade schon gezeigt habe, eine Agitation heißt nicht zwingend Delir. Agitiert sein können sie auch sein, weil sie Schmerzen haben und sie selber aber nicht wissen, wo ihnen der Schuh drückt. Das gibt es oft in der Intensivmedizin oder eben andere Probleme, wie zum Beispiel Herr Trump. Ne? Also muss ja nicht zwingend halt durchkriegen, der Mann. Es gibt natürlich noch ein paar Empfehlungen, die lasse ich hier mal raus. Also Delir ist wirklich wichtig, outcome relevant und geht direkt mit der Tiefe der Sedierung zustande. Hier natürlich der Narkose in der Intensivmedizin. Sie steht noch nicht auf der Homepage für den Fall, dass es da so und da ist, finden Sie es noch nicht, aber ich hoffe, dass es bald erscheint.
Wir wissen schon länger, dass zu tiefe Sedierungen auf Intensivstationen tatsächlich auch ein erhebliches Problem sind, und wenn Sie es nicht monitoren, und die wenigsten von uns werden Sedierungstiefe mit dem EEG monitoren können, dann macht das auch ein Problem. Das ist eine ältere Arbeit von Paula Watson aus der Arbeitsgruppe von West Ealing, Nashville, Tennessee, die schon vor knapp 10 Jahren gezeigt hat, dass Patienten, die aus Versehen Burst Suppression haben, also Nulllinien-EEGs, jedenfalls teilweise, dass die zwar keine erhöhte Intensivmortalität haben, aber dass sie schon eine erhöhte Mortalität 6 Monate nach Krankenhausaufenthalt haben und dass sie auch insgesamt längeren Krankenhausaufenthalt haben. Nicht Intensivaufenthalt, sondern Krankenhausaufenthalt. Das bedeutet, die Schäden, die Sie mit zu tiefer Sedierung anrichten, sehen Sie vielleicht gar nicht auf Intensivstation, sondern sehen nur die Angehörigen später im normalen Krankenhausaufenthalt oder insgesamt 6 Monate später. Und dann sitzen die ja auch nicht da und sagen, ach, hätte der mal bloß nicht zu tief sediert damals auf Intensivstation, das wissen wir ja gar nicht. Dafür brauchen wir Forschung, große Arbeiten, die uns dann später den Spiegel vorhalten und sagen, das solltet ihr eigentlich nicht tun. Und dazu gehört eben auch die zu tiefe Sedierung. Wir wissen, dass das Herausreißen der Patienten aus dem Bett bzw. die sogenannte Frühmobilisation, also das Mobilisieren von Patienten innerhalb der ersten 72 Stunden auf Intensivstation, zu einer Reduzierung des Delirs von 4 auf 2 Tage führt. Das ist schön, gut für die Patienten, aber, und das ist mindestens genauso wichtig, dass die Rate derer, die das Krankenhaus selbstständig verlassen, von 35 auf 60% ansteigt. Selbstständig verlassen heißt, kann alleine durch die Drehtür gehen, sagen wir mal, sich ein Taxi bestellen oder bis zur Bushaltestelle laufen oder so. Das finden wir wichtig. Und wir wollen ja eigentlich nicht gute Operationen machen, wo der Patient dann oder die Patientin nachher dann pflegeabhängig ist oder ähnliche Dinge hat und Unterstützung braucht. Das ist ja Behandlungsergebnis. Behandlungsergebnis ist ja, dass es dem Patienten nachher besser geht oder wenigstens nicht schlechter als vorher. Und wir wissen, dass die Frühmobilisierung da einen erheblichen Stellenwert hat, um die Patienten funktionell selbstständig entlassen zu können. Da ist natürlich schön, wenn die Patienten nicht zu tief sedieren, sondern wenn die Patienten mithelfen können, beziehungsweise auch aktiv an diesem Teil der Mobilisierung teilnehmen. Denn wenn sie wacher sind, haben sie einfach mehr davon. Das ist ja klar. Das ist ein Patient, der tatsächlich mal eine Sedierung brauchte. Also wir tun ja bei diesen Vorträgen hier häufig so, als wenn man mit ganz wenig Sedierung und immer flacher Sedierung auskommt. Das ist ein Patient, wo das definitiv nicht der Fall war. Der brauchte eine längere Sedierung, dann greifen wir seit einiger Zeit nun auch zu der Anaconda da bei meinem neuen Arbeitgeber, wo ich arbeite. Sie sehen also hier die Anaconda dran. Und den kriegte man wirklich nicht anders aus dem Bett als mit einer Sedierung. Und so sitzt dieser Mann im Sessel, das ist natürlich Wahnsinnsarbeit für das Pflegepersonal, aber er sitzt tatsächlich im Sessel und braucht hier eine Anaconda, Sie sehen auch hier das Monitoring dran. Also das ist tatsächlich ein Patient, den man ohne vernünftige Sedierung nicht hätte aus dem Sessel kriegen können, in den Sessel kriegen können. Also hier ist die Sedierung, aber eine gute Sedierung, eine gut steuerbare Sedierung, der entscheidende Punkt. Hier möchte ich meinem Vorredner widersprechen, was die Tiefe der Sedierung betrifft. Ja, wir haben, was die Anacondas betrifft, mit tiefen Sedierungen angefangen. Also es ist eine gute Indikation, eine tiefe Sedierung ist eine gute Indikation, aber Sie können auch flach mit der Anaconda sedieren. Anfangs haben wir reflexartig auf Alpha-2-Agonisten umgeschaltet oder gesagt, dann machen wir ab jetzt mit Dexmedetomidin weiter, das machen wir nicht mehr. Also wir bauen nicht einfach die Anaconda ab, weil der Patient wach werden muss, sondern das geht auch mit Anaconda und zwar unheimlich gut, wie Sie gleich sehen werden. Und dann ist es schön, wenn man Delirmonitoring kann, dann kann man sich nämlich selber beweisen, dass das eine gute Maßnahme ist. Die Datenlage, die haben Sie vorhin auch schon gesehen. Wir wissen also, dass Patienten mit der Anaconda sediert, da sehen Sie diese grüne Kurve, tatsächlich eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit, auch ein Jahr nach Intensivstationenaufenthalt haben. Sie sehen, dass diese Kurven hier auseinandergehen, etwa bis so 2-3 Monate nach Einschluss in die Studie. Also das sind schon deutliche Effekte, die Sie da sehen. Die Vergleichsgruppe ist Propofol-Sedierung oder Midazolam-Sedierung. Die Arbeit ist statistisch gut gemacht, die ist interessant zu lesen. Für den Fall, dass Sie daran Interesse haben, Belgard im European Journal relativ frisch publiziert. Das ist eine ganz interessante Arbeit, wo man ein gutes Gefühl für die Daten kriegt. Auch sehr neu, diese Arbeit hier von Kranich, in der gezeigt, das ist eine spezielle Indikation gewesen, das sind Patienten gewesen, die nach der Reanimation eine Anaconda bekommen haben. Früher haben wir in der Anästhesie gesagt, bloß keine inhalativen Anästhetika für Patienten mit einer drohenden Hirnschwellung. Die Arbeit hier konnte aber zeigen, dass es zwischen den unterschiedlichen Sedierungsgruppen
Die Kontrollgruppe war Midazolam plus Fentanyl und die Interventionsgruppe war die Isoflurane-Gruppe, also die Anaconda, dass sie keine unterschiedlichen neurologischen Outcomes hatten. Das ist natürlich ein CO2-Problem hier und da bei dem einen oder anderen Patienten gab, weil die Anaconda bisher noch den vergleichsweise großen Todetraum hat. Aber dass Sie deutliche Effekte auf die Verkürzung der Ventilationszeit sehen, das sehen Sie hier. Also die mittlere Beatmungszeit ist deutlich kürzer und auch, dass die Intensivstationsaufenthaltsdauer deutlich reduziert wird. Das ist immer wichtig, das ist ökonomisch auch interessant. Die Information, dass je länger ein Patient auf Intensivstation liegt, irgendwie finanziell interessant wäre für Ihr Haus, ist nach meinen Berechnungen nicht haltbar. In der Regel sind die finanziellen Effekte für Patienten, die lange liegen, unkalkulierbar. Also die Patienten in der Regel nicht dann entlassen können, wenn sie gerne wollten. Aber das nur am Rande. Ich bin angeblich nach Herstellerinformationen, korrigieren Sie mich, wenn es was Neues gibt, auch der die bisher längste Anaconda-Applikation gemacht hat. Das war eine Patientin mit einer unklaren progredienten choreatiformen Bewegungsstörung. Die haben wir von der neurologischen Intensivstation übernommen. Sie war auch in anderen Neurokliniken schon gewesen. Wir waren, glaube ich, die 4. Station auf einer neurologischen Intensivstation und wir mussten immer diese neurologische Medikation anpassen bzw. umstellen und die Wirkung, bis die dann so richtig wirkt, das dauert immer eine Woche und dann haben wir jeden Donnerstagnachmittag uns mit EEG-Gerät und einer Horde Neurologen getroffen, haben diese Patientin wach gemacht. Die Patientin hatte diese choreatiforme Störung war so schlimm, dass die selbst um Sedierung gebeten hat, weil die immer mit dem Kopf gegen die Gitter stieß. Also das war tatsächlich so und wir haben sie dann einmal pro Woche wach gemacht. Zur neurologischen Beurteilbarkeit hatten häufig EEGs dabei, weil wir unsicher waren, ob sie nicht auch Krampfpotenzial hat. Diese Frau hat ein Dreivierteljahr Anaconda gehabt und hatte keine Leberschäden, keine Muskelschäden, gar nichts. Und sie ist bis zum letzten neurologisch beurteilbar gewesen. Also das hat uns alle selbst überrascht. Niemand möchte so lange schon gar nicht bei so einer Krankheit Propofol-Perfusion laufen lassen. Insofern war das alternativlos und ein individueller Heilversuch, wenn Sie so wollen. Das war schon eine dramatische Situation, aber seitdem wissen wir, dass wir mit der Anaconda keinen großen Schaden anrichten. Und die Frühmobilisation ist das A und O der Delirprophylaxe und Delirtherapie verbessert das Behandlungsergebnis und wir sollten die Sedativa, die wir zur Verfügung haben, dafür einsetzen, um eine Frühmobilisation zu ermöglichen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf nächstes Jahr.